Hallo Männer, heute geht es um das Thema Stress in unserem Leben. Wichtig ist, dass wir einen Umgang mit zu viel Stress bekommen und dass wir Stress bewältigen können. Mein Name ist Michael Klein, ich bin Männertherapeut und Männerversteher. Das Thema Stressreduktion liegt mir besonders am Herzen, weil übermäßiger chronischer Stress verbunden ist mit vielen gesundheitlichen Problemen, Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Probleme, Schlafprobleme, Sexualprobleme. All das hängt mit Stress zusammen. Auch Depression und Sucht können eine Folge von Dauerstress sein. Insofern sollten wir uns dem Thema Stress stellen und eben auch wissen, was uns stresst und wie wir damit umgehen können. Was gehört zu einem Stress? Das Wort bedeutet ursprünglich Druck, im Deutschen Belastung. Also alles, was uns Druck macht, ist das, was Stress bedeutet. Und wir haben sogar ein körpereigenes System im Umgang mit Stresssituationen, was uns erstmal fit und kompetent macht. Aber wenn wir zu lange und zu viel und zu starken Stress ausgesetzt sind, dann macht uns diese dauernde Aktivierung des Stresssystems eben auch krank, sowohl physisch als auch psychisch. Es hat im Leben verschiedene Quellen, die Stress bereiten können. Das sind im Wesentlichen unsere Beziehungen, Partnerbeziehungen, das ist die Arbeitswelt und das sind wir selbst. Und wenn wir uns diese drei Quellen des Stresses angucken, heißt das, dass wir in Partnerbeziehungen für Ausgeglichenheit, für Konfliktfähigkeit sorgen, dass wir aber auch Partnerbeziehungen, die uns zu viel Stress bereiten, auch verlassen können, wenn sie uns nicht mehr gut tun. In der Arbeitswelt gibt es zunehmend Probleme mit Belastungen, mit Überforderungen. Auch da ist es wichtig zu erkennen, wo sind meine Grenzen. Ich muss mich nicht für meine Arbeit aufopfern, sondern ich bin am langen Ende auch nur ein guter Arbeitnehmer, wenn mein Leben in Balance ist aus Arbeit und Privatleben, weil mir das eine lange Gesundheit bescheren kann. Und eine ganz wichtige Stressquelle sind wir selbst. Unser Denken, unsere Psyche, wenn wir zu negativ denken, wenn wir uns in Gedankenkreisen verlieren, mit denen wir uns herunterziehen, dann ist das ein ganz wichtiger Bereich, den wir uns auch anschauen und verändern sollten, weil am langen Ende realistisches und positives Denken ein ganz wichtiger Beitrag zur Stressreduktion ist, weil wir damit die sogenannten Stressoren, also diese Dinge, die auf uns einwirken und negativ sein können, eben auch in eine andere Sichtweise bringen können. Was können wir tun gegen Stress? Wichtig ist, dass wir die Stressquellen erkennen, die sogenannten Stressoren. Was macht uns Druck? Was bringt uns negative Emotionen bis hin zu Verzweiflung und Angst? Und dass wir dann Einfluss nehmen auf diese Stressoren. Die können von außen kommen, unser Arbeitsplatz, unsere vielleicht Beziehungen können Stress machen, aber sie können auch von innen kommen, die Art und Weise, wie wir Dinge bewerten und wie wir uns vielleicht auch in Gedanken fangen und immer wieder negative Vorstellungen machen. All das können wir angehen, sollten wir angehen, um unseren Stress zu reduzieren. Ganz wichtig ist dabei unser Denken, unsere sogenannten Kognitionen, die eben auch von der Zuversicht, dass wir es bewältigen können, dass wir Fähigkeiten haben, geprägt sein sollten. Aber auch Entspannung ist besonders wichtig in Anbetracht von Stress, weil es eigentlich das Gegenteil von Stress ist, wenn wir uns entspannen. Auch Sport ist wichtig und
gute soziale Beziehungen. Und wir unterscheiden am langen Ende auch zwei Formen von Stress. Bisher habe ich über diesen negativen, unangenehmen Stress gesprochen, der uns krank macht, der sogenannte Distress. Wir fühlen uns hilflos, ausgeliefert, zunehmend ohnmächtig, alleine und einsam. Aber es gibt auch eine Form des Stresses, an dem wir wachsen, der sogenannte Eustress. Das bedeutet, dass wir lernen, Situationen und Probleme zu bewältigen und zu lösen und damit auch unsere Kompetenz zu steigern. Und ganz wichtig ist, dass Männer sich bei übermäßigem chronischen Stress auch Hilfen holen, nicht vereinsamen, sich nicht zurückziehen in sich selbst und zunehmend verzweifeln. Diese Hilfen gibt es als Psychotherapie, als Beratung und natürlich ganz wichtig auch heutzutage online. Das heißt, du kannst dir auch diese Hilfen niedrigschwellig und anonym holen, die dich trainieren für einen anderen und besseren Umgang mit Stress, weil ganz wichtig, den Umgang mit Stress kann man üben, sollte man üben und man kann auch lernen, sich selbst besser gegen Stress zu schützen und damit einen wichtigen Beitrag für die eigene Selbstfürsorge zu schaffen. Und es gibt noch eine ganz wichtige Methode zur Stressreduktion, sozusagen das Bonbon in der Stressreduktion, das ist Humor. Humor heißt über sich selbst auch lächeln können und mit anderen Menschen humorvolle, lustige Situationen teilen können. Auch das kann extrem gut helfen bei der Stressreduktion und mehr Leichtigkeit ins Leben bringen.